Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wer kann sich noch an meinen Rustler erinnern? Ich habe den jetzt mittlerweile schon, glaube ich, knapp ein Jahr. First Run habt ihr schon gesehen und heute gibt es den First Dash. Hier schön auf dem PumTrack. Mal gucken. Bin nicht so geübter 2WD-Fahrer, deswegen mal gucken, was das heute wird, aber ich bin da mal guter Dinge. Ich hoffe, wir lassen ihn heil. Ich bin ja gerade schon eine kleine Runde gefahren. Muss sagen, Rustler ist einfach geil, was der für eine Power hat. Auf 2S, ich fahre nur auf 2S, aber macht auf jeden Fall Bock. Und ich hätte gesagt, bevor wir jetzt PumTrack senden, diesen Parkplatz, und da fetzen wir jetzt nochmal ein, zwei Mal auf und ab. Dann sollte der erste Akku durch sein und dann haben wir den zweiten rein und dann geht es gleich weiter mit der Action.
Ich dachte, es reicht nur für 2-3 Runs. Sehr gut. Neuer Akku rein, dann geht's gleich weiter. Für alle, die es interessiert, mit diesem Akku wird gerade gefahren. 5202 ist mit 35C. Jo, leider schon leicht gebläht. Aber ja, was willst du machen? Ich habe sie schon mal erwähnt. Nach dem Winter kommen definitiv neue, frische Akkus. Genau die, was auch ein bisschen länger sind. Die was dann auch hier ein bisschen besser drin fitten. Genau. Ich wechsle den jetzt mal kurz und dann fetzen wir direkt weiter. Oh no! Ja, gut, man muss sagen, der Rustler ist einer der wenigen, die was bei Traxxas noch auf der alten Basis sind. Das heißt, auch die Hinterachse ist auf der alten Basis. Mit diesen sehr anfälligen Radhebeln. Also ich glaube, jeder, der was schon mal einen Traxxas hatte, 2WD, 4WD, also die ältere Generation, die wissen ja, die Radhebel hinten, die sind so ein kleiner Weakspot. Aber gut, ich habe davon, glaube ich, zu Hause noch 10 Stück liegen. Leider nicht mit. Das heißt, das war's für heute. Leider, aber gut. Ich muss auch sagen, der hat sich eigentlich gut gehalten, denn ihr habt es, denke ich mal, gerade gesehen in den Aufnahmen, wie viel Backflips oder wie hart ich auch mal daneben gelandet bin. Denn 2WD springen ist so eine Sache. Nachdem ich normalerweise nur 4WD fahre, bin ich da nicht so drinnen. Und das sieht man, glaube ich, auch an meinem Fahrskill bei 2WD. Der ist nicht wirklich vorhanden. Aber gut, für alle, die es interessiert, 2 so Radhebel kosten, glaube ich, bei Traxxas 3,99, 3,95 sowas. Das heißt, eigentlich lächerlich. Man kann den natürlich auch gleich in RPM kaufen. Oder was ich gern mache, ist bei den Dingern Radhebel vorne, hinten so oder so aus Alu holen. Und dann im besten Fall auch gleich hier unten die Alu-Lenkung. Und dann wird das Ding definitiv deutlich direkter fahren. Obwohl man auch sagen muss, der Rustler und der Bandit von Traxxas, die 2WD-Dinger, die sind schon relativ agil. Also was du damit fahren kannst, ist schon echt brutal. Aber gut Leute, ich filme jetzt mittlerweile schon 40 Minuten. Schauen wir mal, wie lang das Video wird. Ich hoffe mal nicht so lange. Denn ja, es guckt sich sonst wieder keiner an. Außer ihr wollt längere Videos, dann haut es einfach mal in die Comments. Und ich hätte gesagt, wenn ihr weitere RC-Videos sehen wollt oder wenn ihr sehen wollt, wie wir meinen kleinen Rustler ein bisschen updaten, dann, ihr wisst es, Daumen oben, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Hauen rein und Peace, Leute!